Mike Pompeo on his first visit to Germany, his first visit since he took office as Foreign Secretary of State, because it is not his first visit to Germany, I hasten to add, because he was already with us in the 80s when he was part of the American forces in Germany. Und das zeigt auch unsere jahrzehntelange Partnerschaft und Freundschaft, die wir in diesen Tagen im 21. Jahrhundert mehr denn je brauchen. Die Vereinigten Staaten sind und bleiben der wichtigste Partner für Deutschland außerhalb Europas. And that is, I think, ample illustration of the decade-long partnership and friendship between both our countries and peoples that we need more urgently these days than in the 21st century than ever before. The United States continue to be our closest partner outside Europe. Und wir werden eine Vielzahl von Problemen zu besprechen haben, denn die Welt ist in großer Unruhe. Allem voran die Fragen des Iran und wie verhindern wir, dass der Iran in den Besitz von Atomwaffen kommt. Wie verhindern wir aber auch sonstige aggressive Aktionen des Iran? Wir werden über Afghanistan sprechen, wo wir ja beide eine beträchtliche Zahl von Truppen stationiert haben. Wir werden über die Lage in Syrien reden und natürlich auch die sehr fragile Situation in Libyen. And we will have plenty of issues to discuss today, the Secretary of State and I. The world is in unrest indeed. And first and foremost amongst the issues on our agenda today is undoubtedly going to be Iran. How can we make sure that Iran doesn't have any nuclear weapons? How can we work to prevent further aggressive actions on the part of Iran? And of course, we will also be talking about Afghanistan, I presume. Both our countries have substantive numbers of troops on the ground. And Syria is also going to be on our agenda today, as the situation is very fragile indeed. Und um noch zwei Themen zu nennen, es geht natürlich auch um die Zusammenarbeit in der Frage Russland und der Zukunft der Ukraine, nachdem dort ja auch eine Präsidentschaftswahl stattgefunden hat. Und natürlich auch um die Kooperation im Bereich des Kampfes gegen den Terrorismus. Also Sie sehen, für 45 Minuten haben wir eine Vielzahl von Dingen zu besprechen, die wir im Geiste der Partnerschaft besprechen werden und sicherlich auch weitere intensive Kontakte in der Zukunft haben werden. To name two other issues that we will briefly touch upon, that is undoubtedly going to be our cooperation with Russia and also the future with Ukraine. Presidential elections have just taken place in Ukraine. Of course, we will also briefly touch on the issue of how we can cooperate to fight terrorism. So you see, we have a whole host of issues on our agenda here today. We only have 45 minutes. We'll make best use of that, of course, in the spirit of partnership and with every intention to continue the very close cooperation between both our countries and peoples. Thank you. Thank you, Chancellor Merkel, for having me here today. I truly appreciate it. I'm looking forward to our conversation very, very much. Ja, vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin. Ich freue mich auf unser Gespräch. Deutschland ist ein wichtiger Verbündeter der USA. Deshalb freue ich mich auf die Gespräche mit Ihnen. Vor kurzem hatte ich ja gute Gespräche mit dem Außenminister. Ich möchte nicht noch mal die Themen aufzählen. Die Bundeskanzlerin hat sie aufgezählt. Ich fasse mich kurz, damit wir die 45 Minuten wirklich für inhaltliche Gespräche nutzen können. Ich denke, es stehen wichtige Arbeiten an zwischen uns und auch unseren NATO-Verbündeten, um Sicherheit, Stabilität und Frieden möglichst weltweit, soweit es geht, zu erreichen. Vielen Dank. Und das war sie schon, die kurze Pressekonferenz, das kurze Pressestatement angekündigt für 12 Uhr und extrem pünktlich. Bundeskanzlerin Merkel und ihr Gast Mike Pompeo, der amerikanische Außenminister, zu Besuch in Berlin.